dieser Folge spreche ich mit meinem Sohn. Du hörst nur meine Stimme. Seine Worte kommen trotzdem vor, genau so, wie er sie mir gesagt hat. Es ist ein Zwiegespräch über Verantwortung, über Nähe, Loslassen, aus der Zeit, als sein Konsum begann. Manchmal denke ich war zu wenig da für dich. Manchmal denke ich war zu viel da für dich. Und dann denke ich, hör auf zu denken. Ich habe es nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Ich wollte dich retten, aus den Drogen rausholen. Ich überschätzte meinen Einfluss total. Es war toll, bist du damals zur Drogenberatung mit mir gegangen. Ich war naiv. Vielleicht bin ich es noch immer ein bisschen. Aber nicht mehr aus Unwissen, sondern weil ich mir die Hoffnung bewahre. Ich schätze es, wenn du ehrlich zu mir bist. Ich ärgere mich, wenn du mir keine Antwort gibst, sei es über WhatsApp oder im Gespräch. Oder ich werde nervös, unruhig. Deine Augen werden dunkel, wenn du keine Antwort geben willst. Ich kenne den Ausdruck und weiß, jetzt komme ich nicht weiter. Das machst du übrigens weniger häufig als auch schon. Welche Gerüche, Geräusche oder Orte sind mit dieser ersten Zeit verbunden? Gerüche. Ich kann Cannabis nicht mehr riechen. Ich habe einen starken Ekel davor. Geräusche. Manchmal habe ich kurz vor deinem Zimmer gestoppt und habe gelauscht. Vor allem, ob ich Atemgeräusche vernehme, die auf eine Panikattacke hinweisen. Orte. Bahnhöfe. Das Gebäude der Drogenberatung. Beim Bahnhof schaue ich manchmal hin, ob ich dich sehe, und bekomme ein schlechtes Gefühl. Der Bauch grummelt.
Eine kleine Geschichte von damals, die im Nachhinein ein Schmunzeln auslöst. Mein Sohn ist mit seiner Freundin unterwegs. Es ist Winter. Er trinkt viel Wodka, in den Augen seiner Freundin zu viel. Sie nimmt ihm die Wodkaflasche weg und wirft sie in den nahen Bach. Er geht tatsächlich in den Bach und will die Flasche wiederholen. Mein Fazit: richtiges Recycling war ihm eben schon immer wichtig. Wir umarmen uns, nachdem die Folge fertig ist. Ich bin froh, dass wir das so geschafft haben. Wir sind beide ein bisschen gerührt.